In Deutschland werden viele Lösungen verteufelt, die das Internet nutzen. Man setzt lieber auf das gute alte Faxgerät. Fun Fact: Mein Opa war damals der Erste in seinem Dorf, der ein Faxgerät hatte. Aber warum eigentlich? Was hat Fax, was E-Mail oder gar Gott bewahre Messenger nicht haben? Und warum hat Deutschland eigentlich so ein intimes Verhältnis zum Fax? Wo Fax noch im Einsatz ist. Die Techies unter euch werden sich das kaum vorstellen können, aber Fax ist wirklich noch im Einsatz, auch wenn es ein Meme ist. Faxgeräte gibt es noch. Besonders im Gesundheitswesen sind die Dinge auf Kuschelkurs. Meine Partnerin arbeitet im Gesundheitswesen und schwärmt regelmäßig von Faxgeräten. Statt einfach den Bericht wie jeder normale Mensch mit dem PC zu schreiben und kurz rüber zu senden, nehmen manche Ärzte gerne einen Wisch und schreiben da in ihrer schönsten Sonntagsschrift das genaue Leiden des Patienten drauf, damit es untersucht werden kann. Zwischen Stationen, die Befunde. Jeder Arzt hat das Recht, er möchte nur per Fax kontaktiert werden. Und dann müssen alle anderen dieses Fax auch als Kommunikationsmittel nehmen. Auch viele Anwaltskanzleien nutzen gerne ausgedruckte Dokumente, denn nur was man anfassen kann, das ist echt. Na klar, denn Fax wird als rechtlich verbindlich gesehen, ähnlich wie das mit Post ist. Für eine E-Mail gilt das nicht unbedingt, schauen wir uns nachher nochmal genauer an. Und dann gibt es dann natürlich noch die öffentliche Verwaltung. Digitalisierung in der Verwaltung, Tutorial Nummer 001. Wenn jemand digital kommunizieren will, scannt das Formular ein, dann per E-Mail schicken, ausfüllen lassen, per E-Mail zurück annehmen, ausdrucken und dann abheften. Woher kommt dieser Fetisch denn? Ist es der Geruch von Tinte? Hey, I don't judge you. Jedem sein Fetisch. Ihr verurteilt mich ja auch nicht, weil ich euch von den erzähle. Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass Fax aber als sicherer gilt als E-Mails. Sicherer im Sinne gegen Hacker. Und zuverlässiger als E-Mail, da Fax auch ohne Internet funktionieren soll. In der Cybersicherheit spricht man für gewöhnlich von 3 Schutzzielen, der CIA-Triade. Das C steht für Confidentiality, also Vertraulichkeit, das I für Integrität und das A für Availability, also Verfügbarkeit. Wir starten mal nicht mit dem C, sondern mit dem A, also die Ausfallsicherheit. Man muss ja in diesem Land auch irgendwie mit schlechtem Internet oder keinem Internet umgehen können, ne? Und wenn die Tankstelle keine Kartenzahlung annehmen kann, weil das ganze Internet in der gesamten Straße ausfällt, ist das unpraktisch. Und genau das ist mir übrigens passiert. Behörden nutzen Fax deshalb sehr gerne, weil es natürlich nicht mit ausfällt. Telefon läuft ja auch anders. Zumindest war das mal so. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass sich für Telefon ein Ding namens VoIP, also Voice over IP, allmählich durchsetzt. Für Fax ist das Äquivalent VoIP. Also ja, I shit you not, Fax over IP. Technisch reden wir hier vom T38-Protokoll. Ursprünglich wurde Fax ja auf der Telefonleitung aufgesetzt und wurde mit Tonsignalen interpretiert, deswegen dieser ikonische Soundeffekt. Deswegen gibt es noch zusätzlich aktuell das G711 Pass-Through, was im Endeffekt heißt, dass Fax nimmt die Telefonleitung, die dann auch über das Internet geht, aber Ton wird halt als Fax interpretiert. Fax war aber so wichtig, dass es mit T38, also Fax over IP, auch einen eigenen Standard bekam. Der wichtige Aspekt ist aber, Fax over IP nutzt eben genauso wie Voice over IP das Internet. Ohne Internet kein Fax. Oder man muss natürlich noch ältere Technologien als den neuesten Fax-Standard nutzen. Gleichzeitig wird Fax aber eingangs, wie wir gehört haben, auch wegen seiner Sicherheit genutzt. In diesem Fall heißt das normalerweise, niemand soll bitte mitlesen können, also Confidentiality. Das, was wir übertragen, soll gesichert sein. Anwaltsschreiben oder medizinische Befunde gehören zu den teuersten Datensätzen im Darknet. Wäre ja ziemlich uncool, wenn ein Hacker die klauen würde, nicht wahr? In der Cybersecurity gehen wir von einem Angreifermodell aus. Wir sprechen bei Angriffsszenarien meist von einem Angreifer, der die gesamte Kommunikation mitlesen kann. Also als hätte er Zugriff auf das Kabel. Und zwar immer. Das ist zwar nicht einfach und nicht wirklich realistisch, aber wir nehmen einfach mal an, Vodafone würde gehackt werden. Dann könnten die meinen gesamten Internetverkehr mitlesen. Alternativ könnten auch einfach mal ein paar Behörden die Lauscherchen bei Vodafone installieren und dann mitlesen.
Das ist ein wirklich mächtiger Angreifer, von dem wir hier ausgehen. Also normalerweise sind die nicht so stark, aber wir müssen einfach davon ausgehen. Um hier also medizinische Daten sinnvoll zu sichern gegen so einen Angreifer, müssten wir sie eigentlich verschlüsseln. Und hier spricht man ganz gerne von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, denn es bringt uns ja nichts, wenn zwischendrin jemand entschlüsselt. Das gilt als der de facto Standard für Confidentiality. Welche genau da verwendet werden, das erspare ich euch an der Stelle. Ich würde euch allerdings niemals einen Messenger empfehlen, der keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat. Sogar wenn ihr einfach nur am normal kommunizieren seid. Aber wie sieht es da mit hochsensiblen Gesundheitsdaten aus? Das T38-Protokoll, also das fortschrittlichste Faxprotokoll, das Fax übers Internet schickt, hat an sich keine eingebaute Verschlüsselung. Das Protokoll ist erstmal nur zum Versenden von Fax over IP. Man könnte jetzt noch ein bisschen TLS-Magie einbauen, aber ich habe keine einzige Anwendung gefunden, die das explizit hervorhebt, dass sie das tun, und normalerweise würden die mit sowas definitiv Marketing machen. Und eigentlich ist VoIP auch überhaupt nicht dafür vorgesehen. Denn diese Infrastruktur aufzubauen ist sehr komplex und aufwendig und eigentlich muss jeder mitmachen. Kurzum, Faxe sind von Haus aus nicht verschlüsselt. Okay, aber dann doch wenigstens die rechtliche Bindung, oder? Die Integrität. In Deutschland gibt es bestimmte rechtliche Anforderungen, die die Form von Kommunikation in bestimmten Situationen vorschreiben. In vielen Fällen ist eine schriftliche Form erforderlich, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Die wird in der Regel durch einen Brief erfüllt, weil der eben eigenhändig unterschrieben ist. Weil der kann ja nicht abgefangen werden oder so. Ein Fax kann in einigen Fällen als schriftliche Form anerkannt werden, da es eine echte Unterschrift übertragen kann. Eine E-Mail wird insgesamt allerdings nicht in allen rechtlichen Kontexten als gleichwertig anerkannt. Das muss dann als elektronische Form anerkannt sein. Das ist ja was anderes wie die schriftliche Form. Der Hintergrund ist genau diese eigenhändige Unterschrift. Fun Fact zu diesen eigenhändigen Unterschriften: Diese Unterschriften sind offensichtlich leicht fälschbar. Photoshop und Go. Habe ich ein einziges unterschriebenes Dokument von einer Person, kann ich alles in ihrem Namen unterschreiben und dann wegfaxen. Digitale Unterschriften hingegen funktionieren etwas anders. Sie unterschreiben basierend auf den Bits und Bytes, die das zu unterschreibende Dokument enthält. Und nur der Besitzer des Schlüssels kann diese Unterschrift erzeugen. Es dauert einige Milliarden Jahre, sie zu fälschen. Aber gut, in Deutschland zählt die eigenhändige, nicht die digitale Unterschrift. Zurück zum Fax also. Wie gesagt, T38, das Faxprotokoll, ist nicht verschlüsselt. Die Unterschrift auf dem Fax ist also eine eigenhändige Unterschrift, keine digitale, also ein Bild, das sich eben nur auf diesem Dokument befindet. Einen Angreifer, wie wir ihn vorhin schon hatten, hindert also eigentlich nichts daran, das Dokument komplett zu ändern und aus meiner Rechnung an Cedric Mössners IBAN Eve Angreifers IBAN zu machen. Die Unterschrift bleibt dieselbe. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Fax funktioniert nicht, wenn das Internet ausfällt. Fax ist nicht verschlüsselt und auch nicht gegen aktive Angreifer gesichert. In diesem zugegebenermaßen technischen Szenario, das unser theoretischer Angreifer beherrscht, kann der Angreifer alles lesen, alle Faxe abfangen und alle Informationen austauschen. Dennoch vertrauen wir Fax unsere sensibelsten Daten an. Und übrigens sind genau die angeführten Gründe auch der Grund, warum E-Mail nicht als offizielles Medium anerkannt wird bzw. lange nicht wurde. Allmählich schleicht sich E-Mail da so ein bisschen rein. Und nein, ich finde E-Mail auch keine sinnvolle Alternative. Dazu aber nachher mehr. Dazu kommt, Faxgeräte kosten auch Geld. Sie kosten Papier, sie kosten Material und natürlich Wartung. Und auf einem Blatt Papier kann niemand eine Suche ausführen. Das bedeutet aber auch eben, dass ein Mensch das Fax dann oft wieder händisch in eine Datenbank eintragen muss. Das ist verschwendete Lebenszeit. Abseits davon wird oft noch die Sicherheit von Fax gegen Social Engineering angebracht. In einem Fax kann kein Link drin sein, der zu einer bösartigen Website führt. Logisch. Auch Malware kann man ja nicht in Faxanhängen mitschicken, weil, naja, es kommt halt ein Blatt Papier raus und da gibt es keine Anhänge. Dazu sage ich Folgendes. Auch in der Freizeit können Geräte von Mitarbeitern mit Malware infiziert werden. Dann kommen sie nichtsahnend ins Unternehmen und infizieren das ganze Unternehmen. Dann lieber Mitarbeiter aufklären und bilden. Und dann klicken sie auch auf keine Phishing-Links in Mails mehr.
Zum zweiten Punkt. Man kann auch bei E-Mails Anhänge verbieten. Problem gelöst. Viel lustiger ist aber, es gibt durchaus Phishing mit Fax. Der Fax-Rückruf-Scam. In diesem Fall erhält das Ziel ein Fax, das behauptet, von einer seriösen Organisation zu stammen und fordert das Ziel auf, eine bestimmte Nummer zurückzurufen. Die Nummer ist jedoch eine kostenpflichtige Nummer und das Ziel wird mit hohen Gebühren belastet. Oder Fax-Phishing. Hierbei erhält das Ziel ein Fax, das behauptet, von einer Bank oder einer anderen Finanzinstitution zu stammen und das Fax fordert dann das Ziel auf, persönliche oder finanzielle Informationen preiszugeben, die dann von den Angreifern verwendet werden und die auch einfach per Fax zurückgeschickt werden können. Das kann natürlich auch eine andere Institution sein, wie zum Beispiel eine Gesundheitsinstitution, ein Arzt, der sich als jemand anders ausgibt und so weiter und so fort. Also nein, nein und nein. So, genug gelacht. Jetzt nochmal ganz kurz zurück auf Ernst. Ich hatte eingangs erwähnt, dass Ärzte tatsächlich Papierbefunde schreiben und die dann rumfaxen. Diese Befunde sind demnach handgeschrieben. Die ärztliche Handschrift ist aber leider in echt vielen Fällen unleserlich. Und nein, es ist kein Klischee und nein, ich mache den Ärzten auch keinen Vorwurf. Diese armen Menschen stehen teilweise 24 Stunden im OP, um Leben zu retten. Ich könnte danach auch nicht mehr schreiben. Allerdings führt dieser handschriftliche Befund dazu, dass es andere Menschen oft nicht lesen können. Und wenn dann der Arzt mal kurz am Schlafen ist, dann treten vielleicht Fragen auf, weil es nicht gelesen werden kann und dann kann sowas tatsächlich Menschenleben kosten. Redet gerne mal mit Menschen im Gesundheitswesen, das ist tatsächlich ein Thing. Und nein, auch eine KI kann diese Schrift nicht lesen. Ein Diktiergerät zum Beispiel könnte hier wirklich Leben retten. Verbot von Fax. So, call me linksgrün versiffter Verbotsjünger, aber ich kann diese veralteten Technologien nicht mehr. Fax muss weg und das Wichtigste dabei ist, die Leute dürfen nicht allein gelassen werden. Kein Arzt, kein Krankenhaus hat noch die Zeit, sich um die Umstellung zu kümmern. Fürs Gesundheitswesen werden gerade die spannendsten KI-Technologien entwickelt, die ich je gesehen habe. Google hat gerade ihre Palm-Med-Software angefangen in den USA zu testen. Also, lass mal die einfachen Bereiche angucken. Behörden. In der Gematik hat es angefangen. Dort wird nun Matrix im Einsatz getestet und dafür möchte ich mal ausdrücklich Lob aussprechen. Wie gesagt, E-Mail ist nicht besser als Fax. Von Haus aus unverschlüsselt und häufig liegen die Daten bei Google und Co. Matrix ist da anders. Matrix ist ein verschlüsseltes Protokoll. Ihr könnt es euch ein bisschen wie WhatsApp oder Signal vorstellen, nur eben der Hintergrund davon. Man kann Einzelpersonen schreiben, aber halt auch Gruppen. Stellt es euch auch ein bisschen wie ein Discord-Server vor, auf dem mehrere User zusammen sein können und miteinander interagieren können. Aber der große Unterschied, jeder kann eben seinen eigenen Server betreiben. Die Gematik hat einen eigenen, die Behörde Berlin kann dann einen eigenen haben und so weiter und so fort. Es ist also föderiert dezentral und jeder User hat seinen ganz eigenen Namen, der immer bleibt. Morpheus@bootstrap.academy zum Beispiel. Keine Sorge, den gibt es nicht wirklich. Das ist wie eine E-Mail-Adresse im Endeffekt, nur dass eben Matrix komplett verschlüsselt ist. Ich kann Dateien schicken, natürlich auch Formulare, im Endeffekt wie bei einem Messenger. Es hat auch mehrere Messenger-Frontends, also Apps, die ihr installieren könnt und die im Hintergrund dann Matrix benutzen. Und man könnte sogar einen Bot laufen lassen als deutscher Staat, der die einzelnen Formulare automatisiert mit einem Frage-Antwort-Spiel. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Das sind alles nur Möglichkeiten oder Alternativen, denn es gibt sie. Man müsste sie eben nur genauso anpassen, dass sie auch funktionieren. Aber Fax, das kann es einfach nicht mehr sein.